Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, passend zu mir wird's mal wieder groß auf dem Kanal. 1602 Steinchen aus dem Hause Kobi. Das heißt, ich stelle euch heute das Set 5738 vor, die B-24 Liberator Mark III der Royal Air Force, geflogen hier von polnischen Piloten eines Sondersquadron. Was wir genau hier vor uns haben, Freunde, schauen wir uns jetzt auf den Bautisch an. Ich freue mich, euch diese Limited Edition vorstellen zu dürfen. Ja, Freunde, da haben wir das meistgebaute amerikanische Flugzeug hier auf den Bautisch, geflogen von der Royal Air Force bzw. von polnischen Piloten, die B-24 Liberator Mark III, Mark III. Also hier eine besondere Version. Das Set 5738 in der Limited Edition in Kooperation mit Lockheed Martin. Also ein Lizenzprodukt und natürlich aus der Historical Collection World War II. Ich habe es euch gerade schon erzählt, wir haben hier zwei Piloten, aber wir haben hier auch eine Spezialeinheit, einen polnischen Fallschirmspringer mit seinem Abzeichen. Wieso, weshalb, warum, sehen wir gleich, wenn wir uns auf die Rückseite begeben. Zuerst aber sprechen wir nur über den Maßstab 1:48 und ich habe euch gesagt 1602 Steinchen. Schönes, großes Kartondesign. Aber jetzt, Freunde, kommen wir zurück zur Seite, wie ich euch versprochen habe, denn wir haben hier einen Sonderkommandosoldaten, der Silent Unseen, der Elite Paratrooper, steht auch hier der polnischen Armee im Exil. Freut euch auf die Detailfotos, dann gibt es hierzu Fakten. Dann die zwei RAF-Piloten, polnische Piloten zwar, aber halt in den Uniformen der Royal Air Force. Wir sehen, dass dieses Flugzeug 45 cm lang wird, 13 cm hoch und eine Spannweite von über 60 cm. Das kann ich euch gleich zeigen. Fakten bekommt ihr natürlich gleich im Video. Hier haben wir ein Originalfoto und was ich bei diesem Set ganz spannend finde, ist neben der Tatsache, dass wir das Fahrwerk einziehen können und die Bombenschächte öffnen, nein, dass wir hier Kanzeln haben, die Verstrebungen haben und wo Glas hinter ist. Das gefällt mir richtig gut. Auch diesen Stand, der so ähnlich aussieht wie von der Ju-88, gefällt mir. Und natürlich ganz wichtig hier unser lasergedrucktes Typenschild mit der Nummer. Ich weiß schon, welche Nummer es hat. Freut euch, wenn wir gleich den Karton öffnen. Ich wollte euch nur noch kurz einmal zeigen, dass ich hier nicht gelogen habe. Wir haben 68,5 cm Spannweite, also wirklich ein großes Flugzeug und vor allen Dingen von der Teileanzahl auch sehr groß. Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt hier auf jeden Fall auf den Inhalt des Kartons. Freunde, kommt mit mir in die Lüfte, dann schauen wir, was sich hier drin verbirgt. Ja, Freunde, da ist der Inhalt, wie dieser polnische Exil-Fallschirm-Supersoldat auf den Bautisch gelandet. Diese Einheit heißt übrigens Shichinemi. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Ich blende es euch hier unten einmal ein. Aber wie gesagt, dazu später im Verlauf des Videos mehr. Wir gucken erstmal, was wir hier drin haben. Wir haben, und das kann ich euch schon mal versprechen, 5 Bautüten. Ziemlich viele für so ein Flugzeug, aber wir haben ja auch 1602 Steinchen. Wir haben das Zertifikat und das ist die 23. Sehen wir hier an dem Typenschild auch. Finde ich ganz cool, dass wir hier sogar noch mal ein extra Typenschild haben für Lockheed Martin. Und darunter sieht man dann auch die Unterschrift vom Chef von Kobi. Da ist sie. So, Zertifikat geht an die Seite. Auch die Tüten lege ich mal an die Seite. Schauen wir uns kurz die Anleitung an. Es ist nur eine Altersempfehlung ab 10 Jahren, Klammer gebunden. Wir haben das gleiche Design wie auf den Karton, nur hier mit diesem blauen Hintergrund. Deswegen sind bei mir auch die Thumbnails, was Flugzeuge angeht, jetzt so angelehnt an diesen Blau. Ja, Limited Edition, ich habe es euch gesagt, 1602 Steinchen. Maßstab 1:48, dazu noch mal ganz kurz, Kobi bringt ja bald kleine Jagdflugzeuge auch im Maßstab 1:48 heraus. Ist das was für euch? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentare. Freunde, wie baut man mit Kobi Anleitungen? Ich bin nicht müde, euch das immer zu erklären, denn vielleicht hat der ein oder andere von euch noch nie mit Kobi gebaut. Wir nehmen hier die Tüte 1, da ist sie, reißen sie auf und bauen drauf los unsere erste große Bautüte und gehen dann Step by Step weiter.
Der erste Schritt ist immer farblich. Im zweiten Schritt ist er dann schon wieder ausgegraut und der aktuelle, der Zweier, ist farblich. Wir haben so kleine Legenden, damit wir wissen, welchen Bracket, welchen Slope wir wie wo brauchen oder welche Wedge, und dann bauen wir nach der Nummerierung weiter. Wir haben Anlegehilfen für Flat Tiles, für Fliesen und bauen so lange weiter, bis uns irgendwann mal gesagt wird, wechsel mal zur nächsten Tüte. Hier sind wir schon bei Tüte 4 angelangt. Ganz wichtig, Pfeile weisen uns immer den Weg und in den abgerundeten Kästchen sehen wir immer, welche Steinchen wir brauchen. Da wir keine Seitenzahlen haben, können wir nur gucken, und zwar sehen wir dann, dass wir mit dem Bauschritt 198 fertig sind, wenn wir unsere B24 auf den Stand packen. Letzte Seiten dann immer Teileübersicht. Da könnt ihr dann kontrollieren und vor allen Dingen auch sehen, wie ihr die Minifiguren zusammenbaut. Und wenn euch Teile fehlen, könnt ihr es da monieren. Und das Beste fast immer ist die Werbung der Sets, die Kobi gerade aktuell rausgebracht hat. Freunde, schaut mal oben auf dem i, da findet ihr einige Reviews schon von diesen Sets hier. Einige muss ich mir noch kaufen. Hier habe ich neulich ein Review gemacht zum Vorgänger der 5547. Findet ihr auch oben auf dem i auf meiner Kobi Playlist. Hier genau das gleiche. Aber wir wollen nicht in die Vergangenheit oder Zukunft schauen, sondern hier aktuell. Wir fangen jetzt an mit unserer B24. Ich freue mich, euch jetzt mitnehmen zu dürfen auf spannende Fakten. Euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Beatbild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild unserer neuen Limited Edition hier von Kobi. Wir sprechen über die B24 Liberator. Die B24 Liberator war ein legendärer Bomber, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Die Mark III-Version der Liberator war eine britische Variante, die von der Consolidated Aircraft Corporation in den USA entwickelt und produziert wurde. Mit einer Länge von über 20 Metern und einer Spannweite von über 33 Metern war die B24 Liberator ein beeindruckendes Flugzeug. Von 1940 bis Mai 1945 bauten Consolidated und die Lizenznehmer Douglas North American und Ford über 18.482 Maschinen. Der Schulterdecker mit Doppelseitenleitwerk war neben der Boeing B-17 Flying Fortress der wichtigste Horizontalbomber der United States Army Air Forces, der USAAF, auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Neben seiner Rolle als Bomber wurde das Muster zur Wetterbeobachtung und als Seefernaufklärer bzw. zur U-Boot-Bekämpfung sowohl auf dem europäischen Kriegsschauplatz als auch im Pazifikkrieg eingesetzt. Unter der Bezeichnung C-87 fand eine modifizierte Variante Verwendung als Passagier- und Frachtflugzeug. Die Version C-109 diente zum Transport von Flugbenzin. Die B-24 Liberator Mark III war mit 4 Pratt & Whitney R1830 S3 C4G Sternmotoren ausgestattet, die dem Flugzeug eine beeindruckende Leistung von insgesamt 4600 PS verliehen. Dadurch konnte die Liberator eine maximale Geschwindigkeit von über 480 km/h erreichen und eine Reichweite von über 3000 Kilometern haben. Diese beeindruckenden Flugeigenschaften ermöglichten es der Mark III-Version sowohl als Bomber als auch als U-Boot-Jäger eingesetzt zu werden. Die B-24 Liberator Mark III oder Mark III spielte eine entscheidende Rolle in den verschiedenen Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Sie flog zahlreiche strategische Bombenangriffe auf deutsche Städte und Industrieanlagen, um die deutsche Kriegsmaschinerie zu schwächen. Dabei konnte die Mark III-Version eine beeindruckende Bombenlast von bis zu 3600 Kilogramm, also 3,6 Tonnen, tragen. Ihr großer interner Bombenschacht und die zusätzlichen externen Aufhängepunkte ermöglichen es ihr, eine Vielzahl von Bombentypen zu transportieren. Ein bemerkenswertes Merkmal der B-24 Liberator Mark III war ihre fortschrittliche Avionik. Sie verfügte über ein ausgestattetes Funknavigationssystem, das es den Piloten ermöglichte, präzise Ziele anzufliegen. Die Mark III war auch mit defensiven Waffen wie einem ferngesteuerten Heckgeschütz und oberen Kanzelgeschützen ausgestattet, um feindliche Angriffe abzuwehren. Trotz ihrer beeindruckenden Leistung und Einsatzvielfalt hatte die B-24 Liberator Mark III auch ihre Herausforderungen. Ihre Größe und Komplexität erforderten eine erfahrene Besatzung und eine intensive Wartung.
In einigen Situationen war die Liberator anfällig für strukturelle Probleme, insbesondere bei extremen Wetterbedingungen. Dennoch war die B-24 Liberator ein hervorragendes Flugzeug, das eine wichtige Rolle bei den alliierten Bemühungen im Zweiten Weltkrieg spielte. Die B-24 Liberator Mark III hinterließ ein bleibendes Erbe in der Geschichte der Luftfahrt. Sie war eines der meistproduzierten Flugzeuge ihrer Zeit und wurde nicht nur von den Alliierten, sondern auch von anderen Luftstreitkräften weltweit eingesetzt. Ihr Beitrag zur strategischen Bombardierung und U-Boot-Bekämpfung war von entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Insgesamt war die B-24 Liberator Mark III ein bemerkenswertes Flugzeug mit beeindruckender Leistung und vielseitigen Fähigkeiten. Ihr Erbe als legendärer Bomber wird auch in den kommenden Jahren in der Luftfahrtgeschichte weiterleben. Die B-24 war das meistgebaute Flugzeug der USAAF im Zweiten Weltkrieg. Ich habe es euch gerade gesagt, fast 19.000 Einheiten. Den Erstflug gab es am 29. Dezember 1939. In Dienst offiziell gestellt wurde es im Juni 1941 und produziert wurde das Flugzeug von 1940 bis zum 31. Mai 1945. Ja, Freunde, das waren die Fakten bis hierhin. Später bei den Detailbildern bekommt ihr noch Fakten zur Staffel und zu unserer Kobi-Figur, dem Sondereinsatzsoldaten der polnischen Exilarmee. Aber jetzt, Freunde, erstmal viel Spaß beim Review der Kobi Limited Edition der 5738 der B-24 Liberator Mark III, 1602 Steinchen und daher das größte bis jetzt Kobi-Flugzeugset, was wir haben, wenn wir von den Steinen ausgehen. Freunde, viel Spaß jetzt! Nach 5 Stunden und roundabout 10 Minuten sind wir fertig mit dem Bau unserer B-24 Liberator Mark III aus dem Hause Kobi, die 5738 Limited Edition, da seht ihr es schon. Und was auffällt, Freunde, ist vielleicht einfach aufgrund der Größe auch geschuldet. Wir sehen das, was passiert, wenn man so viele große Fliesen hat. Wir sehen Spaltmaße bis zum geht nicht mehr. Und wenn ihr mal guckt, sogar auf dem Karton da hinten sieht man, dass wir diese Fliesen immer nie ganz festdrücken können, weil sie immer mühelos gehen und dadurch haben wir kleine Spaltmaße und auch durch die Bautechnik. Ich muss euch aber sagen, der Bau hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil es viele schöne Teile sind, viele schöne neue Teile oder neuere Steinchen, sagen wir es mal so. Und bei dem Stand hat Kobi endlich mal etwas umgesetzt, was ich schon immer anprangere. Vorab, hier haben wir ein paar Steinchen über. Wir haben hier sogar auch einen 1x5er Flat-Teil über, also eine Flat-Teil, viel mehr. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Wir haben eine Wechselhaube für den Piloten, zeige ich euch auch gleich warum. Und viele Bügelpärchen bzw. Pärchen, so Pärchen, ganz wichtig. Und diese 1x3er flachen Fliesen zweimal habe ich wohl vergessen zu verbauen. Schauen wir uns mal an, was wir hier dabei haben. Nämlich fangen wir an mit dem kleinen Highlight vielleicht zuerst. Hier dem Symbol dieses Spezialagenten des Fallschirmjägers mit Symbol des Widerstandes bzw. der Heimatarmee der Polen. Finde ich ganz cool. Haben wir jetzt ja auch dabei gehabt, so ein ähnliches Schild zum Beispiel beim Abrams aus Polen, der Panzerdivision bzw. Brigade aus Warschau. Da hatten wir auch so einen Stand dabei, hinten mit hier so ein Bracket und dazu natürlich eine Figur, mit der fangen wir dann auch mal an, die dann nämlich hier steht. Das Flugzeug macht schon die Biege, aber eigentlich nur, um unseren Fallschirmagenten hier die Bühne zu bieten. Da haben wir sie schön bedruckt, die Figur mit britischem Maschinengewehr und Fallschirm. Ich mache mal den Fallschirm einfach ab. Das ist nämlich auch nur so hier ein Teilchen. Dann können wir nämlich den Anzug uns einmal genauer anschauen. Schön bedruckt, schöner Flecktarn. Perfekt für so einen Agenten, der hinter den feindlichen Linien abspringt. Mehr dazu, mehr zur Figur bekommt ihr nach diesem Review, wenn es Detailfotos gibt. Ich lege die Figur mal an die Seite. Achso, hier noch natürlich das Teilchen, das Formteilchen, das Zubehörteilchen, der Fallschirm. Dann schauen wir uns gleich die Piloten an. Ich packe mal hier das Flugzeug zur Seite. Kommen wir gleich dazu, denn ich will euch ja hier den Stand zeigen.
Da stehen die Figuren nämlich und das finde ich halt cool. Ihr habt es gerade gesehen. Wir haben endlich Noppen für die Figürchen. Das ist ein richtig cooles Highlight. Das gefällt mir. Das sage ich ja immer auf so einen Stand. Da will ich halt die Figuren aufnoppen können. Und das kann ich jetzt richtig cool. Ähnlichen Stand haben wir bei der U88 von Kobi gehabt. Hier das Typenschild. Hier sehen wir meine 23 B24 Liberator Mark III. Marschall 1:48. Und hier an der Seite haben wir noch Lockheed Martin, denn das Set ist ja, ihr seht es da hinten, ein Lizenzset und deswegen können wir hier, wenn wir das nicht haben wollen oder noch hier irgendwo aufnoppen wollen, das austauschen gegen hier die schwarze 1x5er Flattile Fliese. Finde ich richtig cool. Was auch cool ist, ist, dass wir hier eine C-Clam haben am Stand. Warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Schauen wir uns erst mal die Figuren an, das hatte ich ja gesagt, aber das Stand hat mich da so angelacht. Hier haben wir unseren Piloten mit der typischen Pilotenmütze, sage ich mal, beziehungsweise einen Piloten. Wir haben hier die Schwingen, die Adlerschwingen, wir haben hier schwarze Schüchen, schön bedruckt, schöne Uniform, auch hier goldene Gürtelschnalle, goldene Knöpfe, richtig cool und er lacht ganz freundlich. Dann haben wir hier den anderen Piloten mit hochgekrempelten Ärmeln, vielleicht auch Bordschütze. Wir haben auch irgendwie gefühlt, sieht es so aus, wenn die Hose kurz wäre, aber das ist nur abgesetzt, nämlich hier die Gamaschen. Und er guckt auch ganz freundlich und auch goldene Knöpfe, schöne Uniform, bedruckt sogar an den Ärmeln, nämlich dieses hochgeraffte. Ihr seht natürlich parallel die Figuren groß an der Seite. So, jetzt noppe ich die Figuren hier nochmal auf. Wir stellen scharf. Und dann versuche ich euch mal hier das Flugzeug zu zeigen. Es ist ein Brecher. Es ist ein Brecher, es ist aber ein cooler Brecher. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hinten gegen den Karton komme und es umkippt. Ja, hier hinten sehen wir Abwehr, Gondel, 2 Maschinengewehre können wir drehen. Finde ich ganz cool gelöst. Hier mit Transclear-Teilen. Wir haben das große Seitenleitwerk, was bedruckt ist. Generell haben wir ja hier viele Drucke, was wir auch bewegen können. Aber auch hier seht ihr überall, man muss die Fliesen immer schön festdrücken. Sonst ja, hat man hier so ein bisschen ein paar Kanten. Aber es stört nicht. Ich hole es jetzt mal ran. Dann können wir es nur so ein bisschen grob sehen. Ich halte es mal so hin. Ihr seht schon, ich habe keine kleinen Hände. Und da seht ihr schon, wie groß das Flugzeug im Gänze ist. Wir haben hier die Insignien, die Kokarde der Royal Air Force. Hier auch nochmal an der Seite. Da haben wir auch die Waffenstände. Wir haben hier das GRU. Wir haben hier angedruckte Fenster. Wir haben hier die Maschinengewehre. Da kriegt man keine 2 Figuren hin, das können wir uns knicken. Da Drucke. Wir haben hier unten einen Abwehrturm. Wir haben hier eine Bar, eine durchsichtige, die dafür da ist, das könnt ihr hier sehen, damit wir das Flugzeug so hinstellen können. Da unten ist dann die Bar, damit das Flugzeug nicht hinten runterkippt. Bei mir hat es beim Bau eigentlich nicht hinten runterkippt. Ich kann es euch mal zeigen, ich ziehe es mal raus. Es müsste eigentlich gehen. Ne, jetzt dann doch nicht mehr. Okay, das ist wegen der Bombenladung wahrscheinlich. Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall hat man diesen Stab, damit das Flugzeug hier nicht runtergeht. Und diesen Stab könnt ihr halt dann hier in diese C-Clam klemmen, in diese Klemme, falls ihr das Flugzeug auf diesen Stand packt. Finde ich ganz cool, dass Kobi daran gedacht hat. Ja, also die Drucke da. Wir haben hier vorne Druck am Bug, nämlich hier diesen britischen Soldaten mit kurzer Hose, mit einem Hündchen. Und an der Seite sehen wir dann auch hier nochmal erstmal natürlich die Propellerspitzen, die ja gelb sind. Und da sehen wir auch hier die Abwurfeinsätze, nämlich alles Fallschirme. Und wir sehen hier auch die polnische Kokarde, das Schachbrettmuster. Highlight natürlich hier unser verglaster Bug. Lustig hier mit diesen Hörnchen. Hier haben wir, das sind eigentlich die Rückseiten von Spiegeln zum Beispiel, die es bei Kobi gibt, also Scheinwerfer. Aber hier haben wir zum ersten Mal Glas quasi hinter dieser Gitterkonstruktion. Da mit so einem Bracket, Transclear und drauf. Und was auch ganz cool ist, wegen bedruckt, wir können hier dieses Formteil abnehmen und könnten dann da Figuren reinsetzen, beziehungsweise nur eine, aber wir haben ein schön bedrucktes Cockpit. So, ich setze wieder drauf, dieses große Formteil. Und dann schauen wir uns das mal an. Massiv hier dieses
Flugzeug, wie groß das ist. Cool gebaut, natürlich hier das Flügelprofil, das gefällt mir richtig gut. Auch hier dicker. Wir haben hier so halbe Fliesen auch in Transclear zum ersten Mal. Wir haben die Noppe, die wir hier so in ein Brick Modified gedrückt haben. Und dann das, was ich euch gesagt habe, noch von unten, oder was ich euch sagen möchte, auf jeden Fall, dass wir hier fast alles von unten zu haben, was wir zufließen konnten. Wir haben sogar hier 1, 2, 3, 4 Drucke. So, Teller, das sieht ein bisschen aus wie ja Abgaskanäle von den Motorgondeln, finde ich richtig cool. Und warum halte ich das so? Highlight natürlich hier, wir können an den Hinges hier die Klappen aufmachen und haben dann da unsere 8 Bomben versteckt an so C-Claims. Bisschen dunkel, ihr seht es vielleicht, aber wir haben jeweils 2 auf einer Seite, somit 8. Was ich ganz cool finde, somit haben wir kein Play-Feature. Ne? Ihr seht, die Bomben fallen nicht raus, aber wir haben welche drinnen. Finde ich cool, wir bauen ja hier schließlich einen Bomber. Also können wir zuklappen, gefällt mir. Und ihr seht hier, mit diesen großen Hinges ist es festgemacht, die wir dann so mit diesen Brackets reinstecken. Da seht ihr es nochmal mit diesen Halbbrackets, die wir dann hier drauf noppen. Gucken, also deswegen müsst ihr auch aufpassen, ihr habt es gesehen, wenn man so ein bisschen drückt, fallen die ab. Deswegen muss man da aufpassen. Ist jetzt hier wieder Vorführeffekt. So, jetzt hält es aber und geht zu. Will ich euch aber zeigen. Dann das Fahrwerk ist hier so reingeklemmt, quasi mit dieser C-Claim, mit der Klemme. Können wir aber auch rausziehen und dann können wir es hochmachen und können wir es einklappen. Und hier vorne das Bugrad nehmen wir einfach raus. Und dann hätten wir es im Flugmodus, finde ich aber irgendwie blöd, weil es nicht schön gelöst ist, so dass man es rausziehen muss. Deswegen noppe ich es einfach rein. So, und klappe auch das Fahrwerk aus. Die Räder kennen wir vielleicht von vielen alten Kobi-Sets, aber dieses Formteil ist, oder ja, nicht Form, es ist aber eigentlich ein Formteil. Dieses Fahrwerk hier, dieses Gestänge, das ist neu, habe ich so noch nicht bei Kobi gesehen. Vielleicht ist es auch ganz alt. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Ja, ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Eigentlich nein. Viele Details. Ihr seht es hier, ein bisschen angetatscht von meinen Fingern, aber ihr seht halt, man sieht die Spalten und man muss immer mal wieder eine Fliese nachdrücken. Es ist trotzdem ein riesengroßer Trümmer, der einfach Spaß gemacht hat zu bauen. Wie gesagt, 5 Stunden hat man hier tollen Spaß und ist einer der ersten Sets von Kobi oder eines der ersten Sets von Kobi, das halt hier auch verglaste Gondeln hat. Da seht ihr es schon wieder, man muss da immer ein bisschen aufpassen, ne, sonst fällt es ab. Das ist nicht so gut. Aber da seht ihr auch mal wenigstens hier die 2 Bomben pro Seite, pro Schacht, wie ich euch gesagt habe. So, jetzt will ich es noch kurz festmachen, so, denn ich will euch ja noch zeigen, dass wir dieses schöne Flugzeug auf diesen Stand auch schön drapieren können. Ich nehme jetzt hier mal das hier ab. Ja. Klemme es hier rein, denn ich brauche es ja nicht. Packe den Piloten auch wieder drauf. Oder Bordschützen oder was auch immer. Ihr seht es auch hier. Muss immer wieder ein bisschen was nachdrücken. Und dann legen wir es, wie wir es auch bei der Ju-88 kennen, legen wir das Flugzeug hier so rein und haben dieses dynamische Bild, dieses schräge, diesen Anflug unserer B-24 von Kobi, die Liberator. Ja, Freunde, was haltet ihr von dem Flugzeug? Schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Ganz wichtig auch noch hier die Motorgondeln. Das sind ja neue Teile. Hier diese Blenden. Auch cool. Finden wir bestimmt bei den 1:48 Fliegern jetzt vermehrt. Was kommt von Kobi. Bin gespannt. Da kann man sich ein bisschen Geleitschutz bauen zu so einer, ja, zu so einem Bomben-Squadron. Wobei das jetzt ja hier, habe ich euch noch nicht erzählt, hört ihr aber gleich, ja ein spezielles Flugzeug ist. Deswegen auch hier diese Fallschirme. Hört es euch gleich an, wenn ihr nämlich jetzt die Detailfotos bekommt. Freunde, euch viel Spaß und dann hören wir uns zum Abschluss danach noch einmal und schauen uns in die Augen, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle, Freunde, bekommt ihr ein paar Detailfotos, damit wir auch wirklich jedes Detail dieses großen Sets, ich habe es wiederholt gesagt, 1602 Steine schwer, auch einfangen können und damit ihr euch selber ein Bild vom Set unabhängig von meinem Review machen könnt.
Während ihr die Bilder hier seht, möchte ich mit euch nochmal kurz über das Flugzeug generell sprechen. Das war eine Liberator des 1586. Squadrons für Spezialflüge, nämlich geflogen von polnischen Exilpiloten der Exilregierung in England. Aufgestellt wurde diese Einheit in Libyen. Dieses Flugzeug wurde über Jugoslawien abgeschossen. Es flog verdeckte Operationen bis nach Polen hinein, unterstützte da zum Beispiel die Untergrundbewegungen. Die Generell, die Staffel, hat zum Beispiel auch beim Warschauer Aufstand die Menschen dort versorgt mit Waffen. Also es wurden gar nicht so viele Bomben abgeworfen, sondern meistens halt Störaktionen, Sabotage, Ablenkung und Aufklärung sowie halt Abwurf von Kriegs- bzw. Aufstand wichtigen Mitteln. Und dann kommen wir auch gleich zu der Figur, die wir noch dabei haben, nämlich den Fallschirmspringer. Das ist ein sogenannter Cichociemni. Ich hoffe, es ist richtig. Das ist polnisch für die leisen Dunklen oder englisch für the unseen. Das waren Fallschirmagenten der polnischen Exilstreitkräfte, die während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen operierten. Das Ziel der Einheit war es, gegen die deutschen Besatzer Widerstand zu leisten, sowie die Organisation und Ausbildung des polnischen Widerstandes. Von den 360 Mitgliedern dieser Einheit starben 112. Aber nicht alle im Kampf, sondern auch bei Unfällen und gerade beim Abspringen, da können ja leider ein paar Unfälle auch passieren. Finde ich ganz cool, dass wir hier auch etwas von diesen Agenten, ich habe es ein paar Mal Spezialsoldat genannt, der Polen hier mitbekommen und dass Kobi als Firma aus Polen stolz auf diese Widerstandskämpfer ist ja, glaube ich, auch einfach nur klar. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten. Vielleicht googelt ihr mal nach und lieber Menschen, die Polnisch sprechen, dieser Name ist wirklich schwer auszusprechen, deswegen die leisen, dunklen oder die unseen auf Englisch, Cichociemni. Ich hoffe, das war richtig. So, jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten, Freunde. Ja, Freunde, das Video ist hier vielleicht zu Ende gleich, aber für mich geht erstmal die Suche nach dem Platz los. Wo lasse ich dieses fast 70 cm lange Ding hier in meiner kleinen Noppenklötzchenscheune? Das wird ein Heidenspaß. Wobei wir ja von unten zum ersten Mal so fast komplett zu Flügel haben. Das heißt, das Flugzeug könnte auch eigentlich sogar unter die Decke. Bloß von oben ist es natürlich viel schöner. Aber das Platzproblem, das kennt ihr wahrscheinlich alle, wenn ihr auch so Kobi-Sammler seid wie ich. Und ich weiß, da draußen gibt es den einen oder anderen, der sogar noch viel, viel mehr Kobi hat als ich. Aber Freunde, schreibt mir eure Meinung hier zum Spaltenmaß-Wunder zur B24 in der Limited Edition im Maßstab 1:48. Mir bitte unten in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, was haltet ihr davon, von diesem relativ teuren Flugzeug. Wobei 1602 Steinchen für roundabout 100 Euro ist ja eigentlich auch okay. Wir kriegen Kobi-Steinchen. Aber ich will hier gar nicht vorab schon wertend sein. Ihr habt im Review schon vorhin meine Meinung gehört. Jetzt will ich eure sehen. Also haut sie bitte in die Tasten. Ich möchte es lesen. Und wenn ihr schon dabei seid, vielleicht erzählt ihr hier vom Onkel Blockster, der Kobi-Reviews macht. Erzählt das den Leuten da draußen. Teilt gerne dieses Video in Foren, WhatsApp-Gruppen. Würde mich freuen, wenn die Reise hier mit noch mehr Leuten weitergeht. Ich möchte mich bedanken. Der Kanal wächst und wächst. Dank euch. Vielen lieben Dank fürs Folgen. Also, Abo, Glocke drücken, Daumen hoch, Daumen runter, ihr kennt das Spiel. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall guten Flug, immer gutes Wetter, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.